China. Eine Woche sind wir jetzt hier unterwegs. Hinter uns liegen die ersten 1000 Kilometer, Wüsten, Staub, endlose Straßen, unvergessliche Sondergänge und ein Land, das uns jetzt zeigt, wie riesig es ist. Wir haben Xinjiang hinter uns gelassen und erreichen Duanhang, eine Stadt, die Geschichte atmet. Eine kleine Oase mitten in der Wüste, umgeben von gewaltigen Dünen. Früher war sie ein wichtiger Rastplatz auf der alten Seidenstraße, ein Ort, an dem Karawanen Ruhe fanden. Heute ist Duanhang eine moderne Stadt und trotzdem spürt man hier überall die Vergangenheit. Vor der Stadt steht noch immer der alte Tempel, ein stiller Zeuge aus einer anderen Zeit, der auch heute Menschen aus aller Welt anzieht. Für uns ist es mehr als nur ein Zwischenstopp. Nach Tagen auf der Autobahn ist es der erste Ort, an dem wir wirklich durchatmen können. Auch wenn die Zeit weiter gegen uns läuft, das Visum tickt und schon bald müssen wir wieder aufbrechen, weiter Richtung Osten, hinein ins Herz von China. So, wir sind gerade eben aufgestanden. Wir haben richtig gut geschlafen. Hier hinter mir ist das Zelt und ja, wie ihr sehen können, wir schlafen einfach auf so einem großen Parkplatz hier. Da kommt der Marc gerade. Wir haben halt überraschenderweise, obwohl es so ein Parkplatz mit so vielen Hunden ist, da hocken zwei, haben wir überraschend gut geschlafen. Oder eher überraschend lange geschlafen, es ist jetzt schon 12 Uhr. Und das ist natürlich richtig schlecht, wir wollen heute jetzt 500 Kilometer, oder laut Plan müssen wir 500 Kilometer schaffen. Das heißt, es wird dann wieder so ein Tag bis spät in die Nacht, das wollen wir eigentlich gar nicht. Aber jetzt kriegen wir erstmal einen Kaffee, beziehungsweise wir haben halt so gar keinen Kaffee mehr, wir haben so Honig-Eistee. Der letzte Nachmittag, wir wollen auch schnell duschen, oder versuchen zu duschen. Hier gibt es nämlich leider keine Dusche, deswegen machen wir es einfach im Waschbecken. Haare und Oberkörper, meine Klamotten wasche ich gleich mit und dann sind wir ready to go. Auch noch nice. So, dann ist fertig, wir haben uns das halbwegs gewaschen, wir haben auch noch Klamotten gewaschen. Jetzt ist es 2:30, fahren wir in die Stadt noch kurz was essen und dann geht's wieder zurück auf die Autobahn und zurück auf den Weg in die nächste Stadt. 400 Kilometer trennen uns von dieser Stadt. Vergessen, wie sie heißt. Motivation heute mal wieder auf einen Tiefpunkt. Ja. So, wir haben unser Essen jetzt endlich bekommen. Es war eine unfassbar schwere Bestellung, aber wir haben es geschafft. Wir haben zwar nur alle was anderes bekommen, wie wir bestellt haben, komplett anders, aber ja, wir hatten alle was ganz anderes bestellt. Aber gucken, wie es schmeckt. Jetzt können wir wieder mit unseren Stäbchen loslegen. Ja. So, inzwischen ist es 16:30 Uhr. Wir sind jetzt endlich bereit, mit vollem Bauch loszufahren. In die Stadt Ryugang oder so heißt sie. Und so geht es weiter. Durch eine karge, leblose, fast menschenfeindliche Wüste. Immer weiter Richtung Osten. Immer weiter auf der G30. Der Straße, der wir seit Tagen quer durch das Land folgen. An der nächsten Tankstelle machen wir eine kurze Pause und spüren wieder diese chinesische Gastfreundschaft. Super nette Menschen, die trotz der Sprachbarriere ihr Interesse zeigen und uns eine Melone schenken. Doch uns läuft die Zeit davon. Heute müssen wir doch über 300 Kilometer fahren. Also geht es zurück auf die Autobahn, weiter in die Dämmerung und schließlich in den Abend hinein. Die Sonne verschwindet langsam hinter der Wüste und wir fahren weiter, immer weiter. Du hast einen Rastplatz erreicht, neben der Stadt, aber leider die falsche Stadt. Das Zeitraffer, was ihr gerade gesehen habt, das waren fast 2 Stunden Fahrt. Es lief jetzt richtig gut für uns, wir haben echt viel Strecke gemacht. Also wirklich gut durchgefahren, da hinten ist auch so eine richtig crazy Lichtshow. Geht voll ab, kann man von der Autobahn aus richtig schön sehen. Sowas ist immer wieder, solche Lichtshows. Also das ist keine Ausnahme, dass man so Laser und sowas sieht, das ist irgendwie voll cool. Generell sind die Leute in China echt schön beleuchtet oder generell auch die ganzen Sachen, die Bäume und so irgendwie.
fahren die Menschen darauf ab, aber es sieht wirklich schön aus, besonders in der Nacht. Wir werden uns das wahrscheinlich nicht erreichen heute, weil die Stadt sind noch 130 Kilometer entfernt. Wir überlegen uns jetzt irgendwo zu campen, also nicht so spät, hier in der Gegend. Und dann morgen früh aufzustehen und morgen früh loszufahren, dass wir einfach mal einen neuen Rhythmus haben. Wir sind halt hier in China voll aus dem Rhythmus rausgekommen. Mit der 3 Stunden Zeitverschiebung hatten wir auch voll den Jetlag, blöd gesagt. Müssen wir mal besprechen, wir diese crazy Lichtshow hier noch anschauen. Also wird der Markt noch gerade sein Öl aufgefüllt. Hat wieder ordentlich Öl verbraucht, der Motor. Klingt auch immer schlimmer und wir machen uns immer mehr Sorgen, dass irgendwie was nicht stimmt. Wir haben so einen Schlafplatz endlich gefunden. Wir sind jetzt von der Autobahn runter auf die Landstraße, von der Landstraße so einen kleinen Weg. Ihr seht, wieder mitten in der Wüste, aber diesmal auf so einem richtig verrückten Boden. Sowas, glaube ich, auf sowas bin ich noch nie gefahren. Fährt sich aber recht gut. Ja, leider ist hier so ein kleines Wasserloch daneben. Hoffentlich sind hier nicht allzu viele Moskitos unterwegs. Aber sonst wie jeden Tag für eine Nacht geht schon. Ja, wollen früh ins Bett gehen, früh aufstehen. Morgen, um den Jetlag endlich rauszukriegen. Es ist jetzt 11 Uhr nachts. Schon gar nicht mal so früh mehr. Naja, mal schauen. So, das Zelt ist aufgebaut. Unser ganzes Hab und Gut ist drin. Mitten hier auf diesem verrückten Boden. Neben den Motorrädern, neben der Zugstrecke, neben der Autobahn. Alles ist hier versammelt. Oh, Strommasten auch da. Und wir haben uns auch versammelt auf der anderen Seite vom Auto, haben uns gerade unser Abendessen gekocht. Wir haben uns heute was richtig Tolles gegönnt. Ja, mal wieder Instant-Nudeln, aber in China ist ja das Land der Instant-Nudeln gefühlt. Und das sind richtig krasse Instant-Nudeln hier, weil was sind das für Nudeln und so Grünzeugs, die sehen richtig, richtig geil aus. Ja, was sind das für Nudeln? Dieser Löffel. Wir liegen jetzt im Zelt, der Mond scheint. Super hell heute Nacht, die ganzen letzten Nächte standen es echt fantastisch. Mal eigentlich gar keine Sonnenbrille, nee, gar keine Taschenlampe brauchen in der Nacht. Trotzdem kurz mal Licht reinmachen. Wir haben uns Wecker gestellt. Ja, 7:30 Uhr wollen wir aufstehen, damit wir mal, ja, vielleicht so um 8:30 Uhr, 9 Uhr loskommen, mal ein bisschen früher in den Tag starten, dass wir nicht immer erst abends irgendwo ankommen. Ja. Ich glaube, das klappt. Wir sind beide skeptisch. Ich glaube irgendwie nicht, dass es klappen wird. Naja, gute Nacht. Gute Nacht, Mond. Guten Morgen alle zusammen. Okay. Naja, komisches Geräusch. Auf jeden Fall sind wir jetzt wach. Es ist 8:30 und essen unser Frühstück. So, ja, Kühler mit Eggflavor, die hatten wir schon letzten Tage. Es gibt nämlich keine Schokokuchen hier, ist voll schade, aber diese Eggflavor, den gibt es ziemlich oft. Schmeckt aber, ja, auch einfach nach Kuchen mit nichts halt. Ja, sind wir wach. 1,5 Stunden zu spät. Jetzt gleich noch zusammenpacken und dann hoffentlich in so einer Stunde loskommen. So, wir sind fertig, wir haben alles eingepackt, wir haben gefrühstückt, gegessen, wir kamen leider nicht so früh los, wie wir dachten, aber trotzdem sind die Motorräder ready, Kameras ready, alles erledigt. Wir mussten nochmal Daten wegkopieren, weil eine SD-Karte ist leider kaputt gegangen, weil wir einfach so viel filmen und die verschleißen ja mit der Zeit, die ist jetzt einfach am Arsch. Auf jeden Fall geht es jetzt für uns in die Stadt Jiaiguang. Und dort werden wir die chinesische Mauer besuchen gehen. Was richtig krass ist, mit unseren Motorrädern dorthin zu fahren. Das ist unvorstellbar. Was für ein Event heute für uns. Hätten wir niemals im Leben gedacht, überhaupt mal die chinesische Mauer zu sehen. Jetzt noch mit unseren Krücken. Also, wir sind ready. Da hinter den Bahngleisen ist die Autobahn. Packen wir's. Yes. So, wir haben die Stadt erreicht, dieses Ruchian, muss man nachschauen genau wie das heißt. Da ist der Markt, der von irgendeinem Typen beobachtet wird und der weiß nicht, welches T-Shirt er anziehen soll. Ach, da ist noch ein Typ. Da, liebe Freunde, ist die chinesische Mauer. Und da, liebe Freunde, ist die chinesische Mauer. Ist das nicht geil, ey? Was für ein Anblick. Wir haben echt die chinesische Mauer erreicht. Das ist schwer zu glauben. Das ist echt schwer zu glauben, dass wir jetzt hier sind
an der chinesischen Mauer mit unseren Motorrädern. Unfassbar. Bevor wir jetzt die Mauer hochlaufen, essen wir noch irgendwas zu essen, dass wir auch Kalorien haben, da hochzukommen, die weite Strecke. Ein bisschen Stärk nochmal. Mit Stärkchen sind wir jetzt auch mittlerweile Profis. Vor der Kamera klappt nie. Nur mit Stäbchen essen ist inzwischen echt überhaupt keine Challenge mehr für uns. Wir sind richtig gut. Die Einheimischen erkennen gar nicht mehr, dass wir Ausländer sind. Richtig lecker. Nudeln mit Chicken. So, hier sind wir und stiefeln auf der chinesischen Mauer rum. Unglaublich. Dass uns echt andere Schuhe anziehen sollen, weil die sind völlig ungeeignet für das, was vor uns liegt. Kacke. Das wird richtig anstrengend. Wir sind gerade eben schon so ein paar kleine Stufen hoch, das war schon brutal anstrengend. Jetzt die ganzen Treppen, das wird abartig. Das ist auch echt heiß, ne? Das ist schon echt eine ganz schöne Meile da hoch, aber trotzdem dieses Gefühl, wirklich hier zu sein und neben so vielen anderen Chinesen hier zu sein, die das auch voll feiern, schon krass. Das ist so krass anstrengend. Ihr könnt es euch, oh Gott, nicht vorstellen. Scheiße. Dafür wunderschöner Ausblick auf ein Kraftwerk. Das haben wir bis jetzt geschafft. Weniger als die Hälfte. Die sind ja wirklich moderne und antike vereint. Aber es ist echt so krass anstrengend in den Crossstiefeln. Auf dem ersten Defense Tower. Von hier aus sieht man die Mauer richtig schön. Da unten stehen die Motorräder und da hinten ist dann diese ewig lange gerade Straße in die Stadt. Da ist dann auch noch mal ein Teil von der Mauer, den sieht man recht schön. Der geht dann hier den Berg hoch, da sind auch noch Türme. Auf jeden Fall darf man da nicht hin als Tourist. Da hinten ist noch so ein Tempel. Das ist alles wirklich richtig schön. Auch dieses Gebirge und alles, wirklich richtig, richtig schön hier zu sein. Dieses Kraftwerk, einmalig dieser Ausblick. Da hinten ist eine Militärbasis, passt auch zu dem Ort, die ballern auch die ganze Zeit rum, ständig explodiert da irgendwas auf diesem Feld, die machen gerade Übungen. Aber es ist echt krass jetzt und halt auch echt dolle anstrengend. Geht noch höher. So, der letzte Turm, wo wir jetzt reingehen, ist der Verteidigungsturm. Mal schauen, Treppe. Ultra klein. Schaut euch das mal an. Okay. Fuck. Oh. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir ganz oben auf dem finalen Punkt der Mauer. Nice. Leider hört aber die Mauer auch hier dann direkt auf, weil es ist noch restauriert worden. Man sieht, wo die Mauer weitergehen würde, über das Gebirge hier. Aber wie gesagt, hier ist dann die Restauration vorbei. Dafür hängen da ganz viele Schlösser oder sowas und chinesische Zeichen, chinesische Flaggen. Echt schön. Ja, chinesischer Smiley. Also diese ganzen Schlösser hier sind echt schön. Die sind alle so in Herzform mit irgendwelchen schönen Zeichen drauf. Es geht auch ultra weit so weiter. Echt ein schönes Ding. Also sind wir zurück von der chinesischen Mauer. Wir haben uns auch wieder ready angezogen und alles. Es ist echt ein Traum hier. Wir können die Motorräder einfach stehen lassen mit allem drauf und keiner klaut sich irgendwas, da fässt irgendwas an. Sowas haben wir wirklich vermisst in den letzten Ländern. Das ist so ein Traum. Auch ein kleines Andenken haben wir jetzt mitgenommen von der chinesischen Mauer fürs Motorrad. Ja, jetzt geht's nach Wuwei. Ganz schön ein Stück entfernt. Ja, 500 Kilometer, bestimmt 12 Stunden Fahrt. Bei dieser Hitze ist so ein richtig Kraftakt. Mal schauen, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall sind wir ready. Wir machen jetzt noch kurz ein Foto mit der chinesischen Mauer und dann geht's auf die Landstraße. Die chinesische Mauer. Ein beeindruckendes Bauwerk aus der alten Kaiserzeit. Niemals hätten wir gedacht, hier zu stehen, das mit den eigenen Augen zu sehen. Und doch haben wir es wirklich geschafft mit unseren Motorrädern. Doch die Fahrt muss weitergehen.
Über die Landstraße fahren wir hunderte Kilometer entlang der Überreste der Mauer. Ein gigantisches Bauwerk, das sich durch das ganze Land zieht und uns heute auf unserem Weg begleitet. Immer wieder durchqueren wir Städte, wie überall in China, perfekt gepflegt, wunderschön dekoriert, sauber und geordnet. Dann versuchen wir wieder auf die Autobahn zu kommen. Unser Ziel für heute, Wuwei. Wir hängen dem Plan bereits einen Tag hinterher. Deshalb geben wir Gas und fahren immer weiter auf der Autobahn, vorbei an einer Landschaft, die sich langsam verändert. Anstelle von Sand und Wüste tauchen plötzlich grüne Felder auf. Es scheint, als hätten wir die Wüste endgültig hinter uns gelassen und stünden am Anfang eines neuen Kapitels in China. Wir haben es richtig gut Strecke geballert. Wir sind jetzt hier an irgendeinem Rastplatz und müssen mal wieder tanken. Wir haben jetzt heute schon 300 Kilometer geschafft, läuft eigentlich ganz gut, aber dass wir so spät los sind, auf die Mauer angeschaut. Problem ist das Wetter. Wir haben gerade wirklich richtig viel Strecke geballert, 215 Kilometer ohne Pause. Jetzt sind wir gezwungen, eine Pause zu machen. Wir müssen auch tanken. Ja. Und machen uns halt Sorgen, dass es anfangen könnte zu regnen. Es ist halt extrem windig geworden, ganz schnell abgekühlt. Sieht nicht so gut aus wie da hinten. Ja. Mal schauen. Schwierig. Schwierig. Wir haben uns entschieden, jetzt erstmal Nudeln essen zu gehen. Weil wir haben Angst, dass jetzt ein größeres Gewitter hier aufziehen könnte. Der Wind und die Wolken und so ist alles überhaupt nicht gut. Da in der Richtung ist sogar ein kleiner Sandsturm ausgebrochen und es sieht halt einfach ja, richtig dolle gefährlich aus da hinten. Ja, wir haben halt auch keine Lust im Regen zu fahren. Deswegen werden wir nach Essen vielleicht, wenn sich das Wetter nicht legt, nach einem Schlafplatz schauen. Wenn es sich legt, weiterfahren. Das ist halt schade, wenn wir unsere Kilometer heute nicht erreicht haben. Naja, erstmal Nudeln essen da drin und entweder das Gewitter fängt an, dann bleiben wir unter der Tankstelle oder wir campen irgendwo. Auf jeden Fall erstmal Nudeln. Wir essen zu Abend und warten, bis das Gewitter vorbeizieht. Immer wieder treffen wir auf nette Menschen hier auf dem Parkplatz. Sie sind neugierig, freundlich, schenken uns ein Lächeln und Interesse. Kleine Begegnungen, die uns in Erinnerung bleiben. Als die Nacht hereinbricht, geht es weiter. Wir verlassen die Autobahn und machen uns auf die Suche nach einem Schlafplatz. Es geht über Landstraßen, durch kleine Dörfer, vorbei an Feldern und engen Wegen, bis wir schließlich eine freie Fläche finden, um das Zelt aufzubauen. Doch es dauert nicht lang, bis wir Besuch bekommen. Hallo. Hallo, die wird kein Mann, der. Hallo. Was machst du? Ja, ich rede mit ihm. Hallo. Hey, er macht ja nicht mehr. So, du hast. Hi. Hey. Hallo. Hey. Hi. Thank you so much. Thank you. Have a nice evening. Bye. Der Besitzer des Grundstücks war unglaublich freundlich. Nachdem wir erklärt hatten, dass wir Reisende aus Deutschland sind, erlaubte er uns dort zu übernachten und wünschte uns einen schönen Abend. Solche Momente erinnern uns daran, warum wir reisen. Nicht nur wegen der Orte, sondern wegen der Menschen, die wir unterwegs treffen. Das Zelt ist endlich aufgebaut, es ist um die 12 Uhr nachts. Wir haben es auch final endlich einrichten können. Heute Nacht auf jeden Fall mit einem dicken Schlafsack, weil gestern Nacht haben wir echt ein bisschen gefroren. Und mit den dicken Schlafsäcken ist auch ziemlich frisch. Wir sind jetzt die heißen Wüstentemperaturen gewöhnt, aber kommen jetzt langsam raus aus der Wüste. Kamera ist auch da, um die Sterne zu filmen. Bisschen Körperhygiene betreiben, dann geht's ins Bett und dann ja, müssen wir morgen ganz viel Strecke nachholen. Also, gute Nacht.
Ciao.